Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ein trauriger Abend für eine traurige Saison. Real Madrid verliert im Clásico hochverdient mit 2:0 gegen den FC Barcelona und der FC Barcelona ist 3 Spieltage vor Schluss spanischer Meister mit 14 Punkten Vorsprung vor Real Madrid. Wie das Ganze zu erklären ist, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, auch wenn es an solchen Tagen nicht einfach ist, aber das sind die Momente, in denen man Größe beweisen muss. Und deshalb, auch wenn es mir schwerfällt, herzlichen Glückwunsch an jeden einzelnen von euch, dass ihr euch für die richtige Seite der Geschichte entschieden habt, dass ihr Real Madrid-Fans seid. Bevor es weitergeht, habe ich hier etwas Besonderes für euch. Bevor wir mit dem Video weitermachen, habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar zum 5-jährigen Jubiläum haben die Jungs von Holy etwas ganz Besonderes rausgehauen. Und zwar hast du zum ersten Mal die Chance, Holy nicht nur in Pulverform, sondern auch in Sirupform zu genießen. Und das Ganze in ganz vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das Ganze ist auch sehr einfach. Du kriegst diesen neuen Holy-Behälter mit der Sirupflasche. Die führst du einfach ein und Deckel auf logischerweise. Wasser hinzufügen, hier rein, Deckel drauf, los geht's. Und das Beste an allem, du kannst selber die Intensität deines Geschmackserlebnisses entscheiden. Und zwar geht's von Stufe 1 mit ein bisschen Geschmack bis Stufe 5 Geschmacksexplosion. Du hast also selber alles in der eigenen Hand. Und das Beste an allem natürlich, mit dem Code ALAMADRID kriegst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Solltest du zum ersten Mal Holy ausprobieren wollen, kein Problem. Nimm ALAMADRID 5 und du kriegst 5 Euro für die erste Bestellung. Also, ich wünsche euch allen viel Spaß mit Holy. Ja, man muss es ein bisschen mit Humor nehmen. Was sollen wir zum Spiel von gestern sagen? Real Madrid hat absolut hochverdient verloren. Und die Spieler haben wieder einmal bewiesen, dass sie nicht wissen, was es bedeutet, Spieler von Real Madrid zu sein. Die sind in einem Clásico, in dem der FC Barcelona die historische Chance hatte, Meister zu werden gegen uns in einem Clásico. Und den Spielern war es scheißegal. Die sind spazieren gegangen. Keinerlei Intensität. Es gab vielleicht 2 Rudelbildungen. Nicht einmal hier und da ein hartes Foul von Seiten von Real Madrid. Spieler, denen es absolut egal war. Und wir als Fans haben vor dem Fernseher nichts anderes als Fremdscham gefühlt. Dieser Sieg, das Beste an diesem Abend, war das Ergebnis. Ich glaube, zum ersten Mal, seit ich Madrid-Fan bin, hatte ich gestern so ein bisschen das Gefühl, dass der FC Barcelona kein Blut wollte. Dass sie so ein bisschen auf Sparflamme gespielt haben. Dass sie nicht auf ein Real Madrid, was am Boden liegt, noch weiter eintreten wollten. Und trotz alledem gewinnen sie 2:0. Hochverdient. Hätte Rashford einmal rübergelegt auf Fermin Lopez, steht's 3:0. Hätten sie ihre Chancen genutzt, wo sie alleine vor Courtois waren, gewinnen sie das Spiel 4 oder 5:0. Real Madrid hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Ja, Bellingham kriegt einen Ellbogen ins Gesicht, aber das hätte nichts an der Vorstellung, an der Einstellung unserer Mannschaft geändert. Im Gegenteil, ein Teil von mir ist sogar froh, dass er den Elfmeter nicht bekommen hat. Stellt euch mal vor, wir verlieren das Spiel nur 2:1. Dann fälscht das Ergebnis komplett die Situation des Abends. Das gleiche, was ich übrigens im Hinspiel im Clásico gesagt habe. Da hat Real Madrid nur 2:1 gewonnen und hätte 4 oder 5:0 gewinnen müssen. Aber der FC Barcelona hat damals die richtigen Konsequenzen gezogen, hat sich nicht blenden lassen von dem knappen Ergebnis. Und ich bin gespannt, ob Real Madrid jetzt auch die richtigen Konsequenzen zieht. Ja, es war ein absoluter, desaströser Abend. Es war eine absolut desaströse Saison. Ich bin seit über 40 Jahren Real Madrid-Fan und ich habe noch nie so eine Schande über Real Madrid gefühlt wie jetzt. Diese Kabine repräsentiert mich 0,0. Wenn es nach mir geht, gibt es 2 Spieler, die unantastbar sind. Und der ganze Rest
Es wäre mir egal, wenn wir sie verkaufen. Ich würde nichts spüren. Ja, wie dem auch sei, versuchen wir jetzt das Spiel ein bisschen zu analysieren. Und ein Álvaro Arbeloa hat diese Aufstellung gewählt, die ihr an meiner Seite seht. Im Tor ein Thibaut Courtois war nach seiner Verletzung zurück. Rechts hinten ein Trent Alexander-Arnold. Rüdiger und Dienhausen sollten eigentlich spielen. Deshalb seht ihr das noch. In letzter Sekunde hat Dienhausen von seiner Grippe, war er zu geschwächt. Und Arbeloa hat dann entschieden, dass ein Asensio spielt. Das ist die offizielle Variante. Es kommt ja noch dazu. Ich glaube inzwischen gar keine mehr irgendwas bei Real Madrid. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Hausen irgendetwas in der Kabine gesagt hat oder was auch immer. Naja, ich möchte jetzt hier keine Gerüchte streuen. Ich sage nur, was ich mir vorstellen könnte. Ich vertraue da keinem mehr. Wie dem auch sei, Raúl Asensio hat gespielt. Links hinten ein Fran Garcia, der ganz klar einem Álvaro Carreras den Rang abgelaufen hat. Das sagt schon einiges. Auf der Doppelsechs, was auch einiges heißt, hat ein Aurélien Tchouaméni gespielt. 3 Tage, nachdem der einen Mitspieler ins Krankenhaus geschlagen hat. Ja, willkommen in Real Madrid 2026, meine Damen und Herren. An seiner Seite ein Eduardo Camavinga. Jude Bellingham hat noch gespielt, ein Brahim, vorne Gonzalo und Vini Junior. Ja, und das Spiel ging los und das Spiel war entschieden. Nach 17 Minuten stand es 2:0 für den FC Barcelona. Ganz kurz noch eine Anekdote. Bevor das Spiel überhaupt losging, haben die Fans vom FC Barcelona, das ist das 2. Mal, dass denen das passiert, wie viel Minus-IQ muss man haben? Also, ich möchte nicht auf alle Fans vom FC Barcelona verallgemeinern, aber ein großer Teil davon, das haben die mit ihrem eigenen Bus gemacht. Die haben den eigenen Bus mit Steinen beworfen und Getränken und was auch immer. Stell dir mal vor, die hätten einen eigenen Spieler verletzt. Ich weiß allgemein nicht, was das soll, gegnerische Busse beschmeißen. Wir leben im Jahr 2026. Bis irgendwann mal ein Unglück passiert und dann tun wir alle total erstaunt, als wenn wir nicht sehen, dass das jede Saison passiert. Irgendwann geschieht ein Unglück, ich warne vor, dagegen müsste die Polizei viel härter vorgehen. Naja, wie dem auch sei, ich wollte nicht abschweifen. Das Spiel geht los, in der 7. Minute, Traumfreistoß von Rashford. Es gibt einige, die in Thibaut Courtois da eine Schuld geben. Für mich ist das ein absolutes Wundertor von Rashford. Der FC Barcelona führt mit der ersten Torchance 1:0. Ja, Real Madrid hat sich dann ein bisschen gewehrt, aber es ist nicht viel gekommen. Wir hatten keinerlei Power nach vorne, wir hatten keinerlei Gefahr nach vorne. Über die Einzelleistung, das möchte ich heute machen. Wie dem auch sei, der FC Barcelona kommt dann mit einer schönen Kombination, einem tollen Pass von Dani Olmo mit der Hacke in der Luft. Das ist technisch 1A. Ja, Ferran Torres steht allein vom Tor, macht das 2:0. Die Verteidigung guckt zu. Ein Rüdiger bleibt an Olmo hängen, ein Raúl Asensio bleibt einfach stehen. Der sieht, wie ein Ferran Torres in den 16er läuft und er trifft den Entscheidungsprozess, ich bleibe stehen. In einem Klassiko, in dem dein Rivale in Spanien in dein Gesicht spanischer Meister werden kann. Und Raúl Asensio bleibt stehen. Es steht 2:0. Danach hatte Real Madrid tatsächlich 2, 3 Halbchancen oder eine 1000-prozentige. Gonzalo steht komplett alleine vom Tor, schießt den Ball rechts am Pfosten daneben. 1 Minute später, Bellingham möchte den Ball querlegen auf Vini, aber Garcia hatte den Fuß dazwischen. Ja, und das war's. Danach wurde der Fußball gespielt, den der FC Barcelona spielen wollte. Wie gesagt, ich hatte sogar das Gefühl, der FC Barcelona hat gemerkt, hier brennt gar nichts an, hier ist keinerlei Gefahr, wir spielen mal auf Halbgas. Real Madrid, hatte kein Konzept, wie so oft. Ein Pressing war nicht vorhanden. Ich hoffe, urheberrechtsmäßig darf ich euch diesen Schnipsel einspielen, wo es 2:0 für den FC Barcelona steht. Und unsere Jungs spazieren gehen. Oder ein Bild, was die Situation von Real Madrid. Ja, wie gesagt, das hier ist Galgenhumor, das ist Sarkasmus pur. Dieses Bild zeigt die Saison von Real Madrid in a nutshell, in einem Bild. Schaut euch mal eine Flanke von Real Madrid, der FC Barcelona. Das ist das Schlimmste an allem, dazu komme ich gleich. Aber zumindest haben sie Disziplin und alle rücken gleichzeitig raus. Gut einstudiert von Flick, das muss man denen geben. Und 4 Spieler von Real Madrid sind im Abseits. 2 davon haben gar keinen Bock mehr. Die stehen fast im Tor. Was ist das?
Wo soll das denn bitte Elitefußball sein? Was trainieren diese Jungs? Oder ich glaube, du kannst mit denen trainieren, was sie wollen. Das ist eine Sache der Einstellung. Die haben keinen Bock. Wenn du in so einer Situation 4 Meter im Abseits stehst, das sagt alles aus, was du eigentlich wissen musst. Ja. Und ich bleibe dabei, das Beste am Abend war das Ergebnis. Den Elfmeter an Bellingham möchte ich so gering wie möglich erwähnen. Wie gesagt, ein Teil von mir ist sogar froh, dass wir den nicht bekommen haben. Am Ende kriegst du das 2-1 und es verfälscht den Abend. Dieser Abend, wenn ein Rashford auf Firmin rübergelegt hätte, wenn ein Lewandowski einmal auf Firmin rübergelegt hätte, die mögen den anscheinend in der eigenen Kabine auch nicht, geht das Spiel 4-5 oder 5-0 aus und das hätten wir uns gestern verdient. Ja, und Álvaro Arbeloa setzt sich danach in die Pressekonferenz und sagt, nee, wir haben eine super Mannschaft, wir haben einen super Kader. Dieser Kader wird noch viele Erfolge haben, die werden nächste Saison ein Jahr älter werden, etc. pp. Ja, Álvaro Arbeloa tut mir aber ein bisschen leid. Der macht seinen Job. Wie gesagt, soll er noch mehr Öl ins Feuer gießen. Es gibt so viele Punkte, für die ich bei Real Madrid kein Verständnis habe. Ein Punkt, für den ich auch kein Verständnis habe, ist, dass beim Stand von 2-0 für den FC Barcelona in der 20. Minute Kylian Mbappé auf einmal den innerlichen Drang verspürt, eine Story auf seinem Instagram-Account zu posten, wo er auch ganz klar das Ergebnis zeigt von 2-0 für den FC Barcelona und schreibt à la Madrid. Also, das letzte Mal, als ich gesagt habe, es ist mir zuwider, dass ein Kylian Mbappé nach einer Schlägerei grinsend zum Training fährt, haben viele von euch mich in den Kommentaren kritisiert und gesagt, ach, man darf ja wohl noch lächeln oder was auch immer. Okay, ich gebe euch den Punkt. Aber für mich, das ist entweder Rage-Bait pur von einem Kylian Mbappé oder eine Ohrfeige an die Kameraden, die gerade 2-0 verlieren. Wie gesagt, vielleicht interpretiere ich das auch wieder falsch. Könnt eure Meinung gerne in den Kommentaren lassen. Ja, für mich ist das ein absolutes No-Go. Ja, und im Großen und Ganzen, wie gesagt, der Abend war das, was der FC Barcelona sich erhofft hat. Es war ein Spaziergang. Das war ein Trainingsspiel für den FC Barcelona vor 70.000 Zuschauern. Oder wie viele passen jetzt da zurzeit rein? Real Madrid, das war ein Sparringspartner. Der FC Barcelona hätte, wenn sie gewollt hätten, durch K.O. gewonnen. Aber die hatten Mitleid mit Madrid. Und ich glaube, das ist das Peinlichste, was ich je gesagt habe. Ja, und unsere Diven, jeder Einzelne gestern hat auf dem Platz bewiesen, vielleicht ein Thibaut Courtois nehme ich noch raus, okay, ein Trent hat mir auch noch ganz gut gefallen, ich komme gleich zur Einzelbewertung, aber jeder andere hat mir gestern wieder einmal bewiesen, dass er nicht versteht, was es bedeutet, Spieler von Real Madrid zu sein. Das, was sie gemacht haben, ist die Geschichte von Real Madrid mit Dreck zu beschmutzen. Also, ich habe kein Erbarmen. Diese Mannschaft hat meiner Meinung nach keinerlei Verteidigung verdient von Seiten von Content Creatern etc. Auch wenn ich gestern im Stream mal kritisiert wurde dafür, dass ich so hart zu Real Madrid wäre, obwohl ich dank denen ja mein Geld verdiene. Ja, ich verdiene mein Geld mit Content über Real Madrid, das gebe ich offen und gerne zu. Aber über den Verein Real Madrid. Über meine große Liebe, abgesehen von meiner Familie. Über einen Verein, mit dessen Werten ich mich repräsentiert fühle. Mit einem Verein, der mir im Laufe des Lebens immer wieder gezeigt hat, was es heißt, sich selber immer wieder neu zu finden. Aber ich bin nicht Real Madrid-Fan von diesen 22, 24 Spielern, die gerade in diesem Zeitpunkt in der Kabine von Real Madrid sind. Wie gesagt, es gibt vielleicht 2 Spieler, bei denen es mir wehtun würde, wenn wir die verkaufen. Bei allen anderen würde ich nichts spüren. Und ich glaube, das sagt alles, was ich sagen muss über Real Madrid. So, Schluss jetzt damit. Kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Fangen wir an. Es gibt 2 Lichtblicke bei Real Madrid am gestrigen Abend. Einer war Thibaut Courtois, der uns mit seinen Paraden wieder einmal vor einer historischen Blamage bewahrt hat. Der andere, meiner Meinung nach, ein Trent Alexander-Arnold, der hat meiner Meinung nach tatsächlich ein gutes Spiel gemacht. Der hatte, glaube ich, von 6 Duellen in der ersten Halbzeit 6 gewonnen. Der hat dagegen gehalten, war der Einzige, der hier und da mal für Gefahr gesorgt hat. Seitenverlagerungen, Pässe in die Tiefe. Der Junge kann Fußball spielen. Das ist der Einzige, den ich persönlich in Schutz nehme. Und alle anderen, bodenlos. Antonio Rüdiger und Raúl Asensio,
ja, es tut mir leid, aber die haben nicht die Qualität, um Spielaufbau zu betreiben. Sobald die den Ball haben, wollen die den nur loswerden. In der Rückwärtsbewegung ist ein Rüdiger noch knallhart und mentalitätsmäßig da, aber auch er ist nicht mehr zu 100% fokussiert. Das war gestern grausam. Hinten Fran Garcia. Ja, Fran Garcia, das ist der typische, in der Schule hat sich stets bemüht. Ja, Fran Garcia bemüht sich stets. Er kann auch nichts dafür, dass er so limitiert ist am Ball. Aber wenn Fran Garcia der linke Verteidiger von Real Madrid ist, ich sag's immer wieder, das sagt alles aus, was du über Madrid wissen musst. Punkt 1, Punkt 2, dann kannst du in deinem Leben alles erreichen. Mittelfeld, Tchouaméni und Camavinga. Ja, keine Ahnung, wenn ein Tchouaméni sich entschieden hat, ich möchte ab jetzt kein schlechtes Bild mehr abgeben, ich gehe jedem Zweikampf aus dem Weg, bevor es heißt, ich bin ein Grobian, dann bist du nicht mehr der richtige Spieler für Real Madrid. Es gab 1000 Szenen, wo es auch hier und da mal ein paar Rangeleien gab und Tchouaméni steht da so und guckt zu. Aber bei Fede Valverde, da konntest du zuschlagen. Eduardo Camavinga, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was aus dem Eduardo Camavinga geworden ist, der uns in den ersten Jahren begeistert hat. Boah. Ja, schlimm. Ich merke gerade, dass da noch ein Spieler ist, den ich in Schutz nehmen werde gleich. Mit Sicherheit nicht ein Jude Bellingham. Was mit dem Jude Bellingham seit 2 Jahren los ist, kann nur er selber erklären. Ich weiß nicht, ob er sauer ist, dass er nicht mehr auf der 10 spielen kann. In Spanien heißt es, dass er sauer ist, dass ein Kylian Mbappé ihm die Show gestohlen hat, dass die Medien jetzt nur noch nach Kylian Mbappé schauen, nicht nach ihm. In seinem ersten Jahr, als Madrid die Champions League gewonnen hat, er fast den Ballon d'Or gewonnen hat, über 30 Saisontore, immer sein Jubel. Er war halt das Epizentrum von Madrid und es heißt, er ist sauer, dass ein Kylian Mbappé da ist. Vielleicht liegt es daran, vielleicht will er nicht, vielleicht kann er nicht. Aber wieder grausames Spiel von dem Jude Bellingham. Brahim ist derjenige, den ich noch in Schutz nehmen wollte. Der war der Einzige, wo du gefühlt hast, der kämpft, der möchte, bei ihm gelingt etwas. Hier und da immer wieder ein Dribbling. Also, ich weiß nicht, ob die Qualität am Ende für Real Madrid reicht, aber er hat sich zumindest zerrissen. Ja, vorne Vini und Gonzalo. Ja, wie soll ich jetzt das bewerten, ohne beleidigend zu sein? Wie soll ich das bewerten, ohne beleidigend zu sein? Das Beste an Vini war, dass er sich einmal als für Raúl Asensio ins Gerangel geschmissen hat und gegen 4 Barcelona-Spieler ein bisschen hin und her gerangelt hat. Das war das Beste am gestrigen Abend von Vini Junior. In Gonzalo, ja, als Stürmer, als klassischer Mittelstürmer siehst du an so einem Abend schlecht aus, wo du nicht gefüttert wirst. Wenn er mal gefüttert wurde, dann hat er die Chance liegen lassen. Und ganz große Stürmer, die kriegen nur eine Chance am Abend und machen die. Hat Gonzalo gestern nicht gemacht. Ja, zu den Auswechselspielern sage ich lieber auch nichts. Franco Mastantuono, wieder enttäuschend. César Palacios hatte noch eine halbe Chance. Ja, aber im Großen und Ganzen war die gesamte Mannschaft sehr enttäuschend. Und wie gesagt, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass diese Saison des Grauens schnellstmöglich vorbei ist. Ja, ich bin gespannt, was du zu dem Spiel zu sagen hast, was du zu der Saison von Real Madrid zu sagen hast, was du zu meinen Einschätzungen zu sagen hast. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video. Wenn du der Meinung bist, dass du auch froh bist, dass diese Saison bald vorbei ist, dann hype dieses Video. Und ansonsten bitte ich dich natürlich ein Follow dazulassen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 30.000 erreichen und du mich dabei unterstützt. Wir sehen uns morgen wieder mit ganz vielen neuen Informationen. Bis dahin. A la Madrid.